Paul aus Berlin, 30 Jahre alt und der Gründer von Passport Diary. Und heute zeige ich euch mal meinen kleinen Wagen, die Emma. Wir befinden uns hier momentan im Bürobereich plus Schlafbereich. Das ist einmal beides. Momentan siehst du, hier ist mein Laptop, hier arbeite ich am Blog und an den Büchern und allem, was ich sonst noch so tue. Das haben wir jetzt quasi einmal ausgedruckt. Schön hochgesetzt, damit es nicht so viel auf den Rücken geht, weil es relativ niedrig alles insgesamt. Und wenn es dann spät ist, fahre ich alles runter und baue es um zum Bett. Das ist eigentlich ein relativ einfaches System. Auf. Zack. Und so ungefähr sieht es dann am Ende auch aus. Ich kann jetzt noch hier alles beziehen, liegt dann hier unten drunter, mache ich aber eher dann heute Abend. Ich lebe jetzt ein Jahr in dem Fahrzeug, ein bisschen länger als ein Jahr, also sagen wir mal Vollzeit. Ich war schon vorher viel damit unterwegs, habe das Fahrzeug ja schon seit 4 Jahren und habe dann halt immer so mir meine freie Räume versucht zu schaffen, so wie es halt ging. Wie bin ich zum Vanlife gekommen? Im Endeffekt ganz stark übers Internet auch. Ich habe mich sehr stark beeinflussen lassen, damals vom amerikanischen Vanlife, da war das in Deutschland noch gar nicht so präsent. Und habe da Leute kennengelernt aus den USA, die das schon länger machen und fand irgendwie das auch eine gute Sache für mich. Im Endeffekt ist Vanlife für mich tatsächlich einfach nur Camping für junge Leute. Ist eigentlich nicht großer Unterschied in dem Zusammenhang. Ich habe früher schon mit meinen Großeltern Touren mit dem Camper oder mit dem Caravan gemacht und ist eigentlich kein Riesenunterschied, außer dass wir damals auf dem Campingplatz gefahren sind. Das tue ich jetzt in dem Falle halt nicht oder nur, wenn ich mal muss. Das ist die Küche, die ich mir ungefähr vor einem Jahr mal gebaut habe. Ich habe dann unterwegs auf Reisen gemerkt, ist doch nicht alles so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen baue ich sie jetzt momentan gerade um. Das heißt auch, dass ich jetzt nicht gerade alles so drin habe, wie es sein sollte, weil normalerweise klappt man das hier nämlich hoch. Und da sollte eigentlich die Küche sein, einmal das Gasfeld und einmal für Wasser. Ich habe das jetzt schon ausgebaut, weil draußen liegen jetzt die Sachen, dass es hier ein bisschen anders werden soll. Und außerdem verzieht sich das Material auch. Und das fand ich nicht so cool. Also jetzt wird es einmal gerade werden. Genau, hier noch der Kühlschrank. Ganz klassischer Wohnmobilkühlschrank von Dometic. Kommt aber auch ein anderer rein. Jetzt ein Kompressor, das ist ein Absorber mit Gas. Aber tatsächlich reicht mir nur Strom mit Solaranlage oben drauf. Mein ursprünglicher Plan war mir, so wie es die meisten jungen Männer haben wollen, ein 4x4 Fahrzeug, am besten einen Defender oder irgendwas dergleichen und damit in die Welt und Abenteuer erleben. Ich habe dann nach einem Defender geguckt zu einem okayen Preis, aber habe nichts dergleichen gefunden. Bin dann zufälligerweise im Internet auf dieses Auto hier gestoßen. Das hat mich 1200 € gekostet und der wollte es einfach nur loshaben. Das war ein Bauer aus Bayern, der dann da zum Schluss seine Kälber mit zur Wiese gebracht hat. Und so sah sie hinten dann auch aus. Es war komplett leer. Da war relativ viel Kuhmist auf dem Boden und das Auto sah auf den Fotos zumindest nicht so super schön aus. Ich bin dann am nächsten Tag hingefahren, habe es mir angeschaut, habe gesehen, dass die Basis okay ist davon und habe es dann gekauft. Und damit hat dann die ganze Sache bei mir gestartet, dass ich einen Camper-Ausbau machen wollte und musste und auch gar keine Ahnung davon hatte. Also es war nicht so, dass ich vorher genau wusste, wie das alles funktioniert oder wie ein Auto funktioniert. Das musste ich mir alles erst über die Jahre so aneignen und mittlerweile kann ich sagen, dass ich davon schon ganz okay weiß, worum es geht, auch was so alte Fahrzeuge betrifft. Kleiderschrank ist bei mir hier unten drin und zwar mit so einer Klappe. Ich habe das mal irgendwann im Internet gesehen und fand das ziemlich smart. Das ist eine Klappkonstruktion, damit es nicht die ganze Zeit im Weg hängt. Und einfach so. So ein Ikea-Ding für Schränke. Und das lässt sich halt eigentlich ganz gut so zusammenpressen. Und dann kann man das 1-2 Mal am Tag oder wann immer man es braucht, einfach hoch und runter klappen. Ohne dass, wenn man hier sitzt, die Fläche hier vorne quasi zu ist und man dann nicht mehr rausgucken kann. Weil es war mir mega wichtig, dass hier der Raum möglichst offen ist, weil das Auto ist schon so klein. Und deswegen soll möglichst wenig hier oben sein, was im Raum steht.
Es gibt auch noch einen zweiten Arbeitsplatz, und zwar, wenn man das hier hinten einfach unten lassen möchte. Und zwar hier vorne, hätte ich niemals gedacht, aber mega bequem. Zack. So, kann man sich das dann hier reinlegen. Jetzt gerade ein bisschen schief. So, und dann hat man auf jeden Fall den Blick nach draußen. Das ist auch cool. Habe ich nicht gedacht, und manchmal mache ich es auch einfach, weil hier vorne die Internetverbindung besser ist als hinten. Das ist ein bisschen wie so ein kleiner Käfig. Also wenn du draußen 3G hast, hast du hier hinten immer nur Edge drin, und wenn du dich hier aber vorne hinsetzt mit dem Router hier vorne und dem Handy, hast du wieder 3G. Und dann hast du auch vor allen Dingen hier unglaublich schöne Landschaft meistens. Mittlerweile mache ich nur noch meine eigenen Sachen. Also es gibt so viele Dinge, die man im Internet tun kann, um Geld zu verdienen und auch ohne Leute auszunehmen. Also man kann Menschen durchaus auch einfach helfen. Und man kann Produkte bauen im Internet, die anderen Menschen helfen und mit denen ich auch glücklich sein kann, ohne mich selber verkaufen zu müssen. Und genau das tue ich jetzt mittlerweile. Es gibt verschiedene Dinge, die ich mache. Also ich habe mehrere Webseiten, ich habe meinen Blog, ich schreibe Bücher, ich mache digitale Produkte, habe ja noch die Vanlife Germany Community, die jetzt nicht in dem Sinne zum Geld verdienen ist, aber auch einfach, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Baue gerade momentan an einem Riesenprojekt, Camper Clan wird es heißen. Und ja, es gibt unglaublich viele Sachen, die man so machen kann. Ich habe noch einen Online-Shop. Ja, und da hört es dann auch schon langsam auf. Also sind mehrere Bücher, die ich schon geschrieben habe, plus die Webseiten. Ja, und hier vorne am letzten Tag von meiner Abreise gebaut. Und da bin ich mega happy eigentlich mit, weil das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so einen großen Effekt für meine Reise hat. Und zwar Kochen draußen. Wir haben eine feste Kochgelegenheit drinnen gehabt, aber hier ist jetzt der Außenkocher. So ein Blick. Und den haben wir tatsächlich super viel benutzt. Und es ist ja auch ganz, ganz einfach. So, und dann geht's los. Das ist auch ein bisschen schmutzig, weil er so viel benutzt wurde. Ich bin nach Sibirien gefahren und dann über Sibirien, dann runter nach Tadschikistan an der chinesischen Grenze entlang bis Afghanistan an der Grenze entlang. Ich war nicht in Afghanistan, aber an der Grenze, weil auch ab da wird es dann halt schwierig. Bin ein bisschen in den Iran runtergefahren, so kann man sich ungefähr vorstellen, bei Dubai dort unten. Und das Ganze jetzt ein Jahr, 40.000 oder fast 45.000 Kilometer. Und welches Land war das schönste, ist schwierig zu sagen, aber es gibt ein Land, in dem ich mich sehr zu Hause fühle, tatsächlich auch mehr zu Hause als in Deutschland, und das ist Georgien. Da war ich jetzt die letzten Jahre, ich glaube 5-mal oder 6-mal insgesamt, die meisten Male mit meinem Fahrzeug selbst, weil es unglaublich vielseitig ist und ich da viele Leute mittlerweile kennengelernt habe, die ich sehr schätze. Und deswegen ist Georgien irgendwie so mein Land geworden mittlerweile. Und hier haben wir noch das Schuhfach mit Arbeitsschuhen und Oski-Schuhe und was auch immer. Und das lässt sich hier auch immer super schön einklappen. Geht jetzt schwer, weil hier offen ist, aber es lässt sich einklappen dort, wo man normalerweise einsteigt, weil früher war das so, dass ich da immer die Schuhe reingeschmissen habe, genau an diesen Einstieg hier, und dann hat man die Tür aufgemacht und alle Schuhe sind erstmal rausgefallen. Und jetzt habe ich mir halt hier ein Fach gebaut, das an der Tür festgemacht wird, was genau das verhindern soll. Emma ist zwar nicht unbedingt groß, aber wir haben trotzdem noch ein zweites Zimmer, und zwar ist es da oben, das ist das Gästezimmer. Das ist ein ganz altes Dachzelt, was ich mal bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe, und ich zeige es jetzt um. Und lässt sich auch sehr einfach einklappen. Und ist dann eingeklappt. Und dann hat man hier vorne noch Raum für Boxen und Solaranlage. Ich habe gemerkt natürlich, mit weniger zu leben als das, was ich vorher hatte. Also ich hatte vorher irgendwie 4 Autos und eine riesen Wohnung und habe gedacht, über Konsum kann ich mich besser
als ich selbst führen, aber natürlich ist es nicht so, das muss man ja mal lernen, aber ich hätte das sicherlich auch auf anderem Wege schaffen können. Der Minimalismus-Gedanke ist nicht unbedingt nur an mein Fahrzeug gebunden. Hier habe ich natürlich weniger Platz und hier muss ich mich einschränken, aber ich hätte es auch in anderer Form tun können. Ich hätte auch in ein kleines Zimmer ziehen können, nur mit 100 Sachen. Die Möglichkeit gibt es ja genauso. Ich wollte aber schon immer gerne reisen und wollte das mit meinem Job verbinden und das habe ich dann am Ende auch einfach nur getan. In meinem Blog Passport Diary rede ich eigentlich momentan sehr, sehr stark über den Camperausbau an sich. Das richtet sich auch einfach an die Menschen, die damit anfangen wollen, aber nicht so richtig wissen wie. Da gibt es unglaublich viele Tipps in dem Zusammenhang mittlerweile, wie man so etwas einfach gestalten kann und am besten auch mit wenig Geld, weil ich finde, dass wir Deutschen ganz stark von diesem Perfektionismus getrieben sind. Es muss immer das Beste sein, es muss das Schönste sein und es muss alles immer optimal funktionieren. Mir geht es dabei eher darum, mach es dir möglich und mach es dadurch. Und deswegen habe ich auch das erste Buch geschrieben, wo ich gesagt habe, wie kann ich mir eigentlich einen Camper für 1.000 Euro bauen? Also mit Fahrzeug und mit Ausbau. Und das geht auch ganz stark in diesen Minimalismus-Gedanken wieder rein, dass ich eigentlich nur eine Matratze brauche, einen kleinen Kocher und dann kann es eigentlich losgehen. Mehr brauchst du eigentlich nicht zum Reisen. Viele Menschen wollen aber gerne den teuersten Defender haben, der muss relativ neu sein, ohne Rost und dann muss das da und das mit dran sein und dann wird es auf einmal 20, 30, 40.000 Euro teuer und dann macht es wieder keiner mehr. Mir geht es ja persönlich darum, dass wir, wenn wir es wollen, zumindest reisen können und dafür ist dieser Camper da, der ist zum Reisen da, zum darin leben und reisen. Das ist meine Dusche, auch eine ganz einfache Konstruktion aus dem Baumarkt. Vorne Wasser rein, hinten Wasser raus und so ein leichtes Gefälle. Ich habe hier einen ganz normalen Wasserhahn genommen. Auch ohne Druck oder irgendwas funktioniert es, einfach nur durch das Gefälle. Es ist jetzt nicht so, dass da 120 Liter die Minute rauskommen und man so sondern das kommt halt ganz normal ein bisschen Wasser raus, sodass man sich auch die Haare waschen kann und alles. Also hier drüben, das macht man dann natürlich von oben, kann man hier aufmachen und das Wasser oben reinführen. Und das sind dann 20 Liter ungefähr, aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut und es hat jetzt tatsächlich auch 70.000 Kilometer gehalten am Ende. Und ich bin damit super happy, also es bleibt auch dran und ich mache nichts anderes mehr, außer Dach zu duschen. Ja, damit ging auch voll viel los, dass ich halt den Blog angefangen habe zu schreiben, weil doch Leute auch in meinem Umfeld zu mir kamen, die gesagt haben, oh ja, ich hätte auch so gern Camper, aber. Und ich fand es halt schwierig, das gelten zu lassen, dieses Aber. Es gibt natürlich Gründe, die sind ein Aber, da kann ich nicht widerlegen, wie zum Beispiel, mein Kind soll in einer Umgebung aufwachsen mit Freunden und soll hier zur Schule gehen. Da kann ich nichts gegen sagen, aber zum Beispiel so finanzielle Aspekte oder andere Gründe, die dich daran hindern, in deinen Camper zu ziehen oder auch einfach nur damit zu reisen, kann ja auch nur eine 3-Wochen-Reise im Jahr sein. Da gibt es eigentlich ganz wenige Abers, die ich da gelten lassen kann. Die meisten sind eigentlich nur hier in unserem Kopf und bremsen uns wie bei vielen Dingen im Leben einfach aus. Und diese Abers versuche ich natürlich auch mit Infos auf dem Blog oder auch mit Motivation aus dem Weg zu räumen, weil ich habe ja auch nicht anders gestartet. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, es halt auch einfach zu machen. Ich habe mir ein Fahrzeug für knapp über 1.000 Euro gekauft, habe den rudimentär ausgebaut und bin damit losgefahren. Und es war in meiner Studienzeit gewesen. Und ist für jeden möglich. Wenn du nicht am Hungertuch nagst, dann kannst du das machen. Und wenn du am Hungertuch nagst, kann man sich auch überlegen, wie man es auch trotzdem möglich macht, weil für mich persönlich das Leben im Camper günstiger ist als das Leben in Berlin mit einer Wohnung. Also ich gebe viel weniger Geld aus als vorher. Und das macht so ein Leben unterwegs tatsächlich auch attraktiver. In Anbetracht dessen natürlich, dass man überlegen muss, wie verdient man sein Geld unterwegs. Und das muss man sich dann halt aufbauen, wenn man das halt möchte. Und das hat bei mir auch einige Jahre gedauert dann. Ich finde gerade bei Deutschen ist es so eine Schwierigkeit, dass immer sehr stark gegen etwas geredet wird und nicht für etwas. Irgendwie habe ich mir das von Amerikanern abgeschaut auch. Die sind sehr positiv gestimmt, die überlegen immer, welche Möglichkeiten habe ich und nicht, welche Möglichkeiten habe ich nicht. Und ich finde es unglaublich wichtig, sich zu sagen, okay, das sind meine Möglichkeiten und den Weg gehe ich und nicht zu sagen, das kann ich nicht, sondern das kann ich. Und wenn man sich das einmal irgendwie in seinem Kopf so zurechtgelegt hat, dann steht einem die Welt offen. Also da kann man dann nichts mehr großartig falsch machen, meiner Meinung nach. Weil ein Weg gibt es immer für alles.
ist halt mega schön, wenn du hier halt drin sitzt, dann hast du immer einen schönen Luftzug. Und deswegen ist es hier ziemlich optimal, auch wenn es beim Fahren klappert. Ja. Also ich will es nicht missen, aber es kommt höchstwahrscheinlich irgendwann nochmal weg. Ja. Zugemacht. Weil es lässt sich einfach nicht vermeiden, dass die Feuchtigkeit reinkommt und Dreck. Und wenn wir so auf Schotterpisten unterwegs sind, dann guckst du nach hinten vom Fahrersitz und dann ist es eine riesen Staubwolke, weil das zieht hier schon durch. Das kriegst du auf jeden Fall nicht raus. Und deswegen ist es auf Dauer für lange Reisen nichts. Aber es hat gut gehalten und ich freue mich immer, wenn ich es aufmachen kann. Ich rechne bei mir im Monat zusammen mit meiner Freundin mit 1.000 Euro. Das sind 500 Euro pro Person. Damit sind wir durch die Welt gereist und alle anderen haben das auch so gemacht, die ich unterwegs getroffen habe. Also man kann mal mit 1.500 im Monat rechnen, aber ich habe auch Leute unterwegs getroffen, die mit 500 Euro zu zweit im Monat auch klargekommen sind. Da muss man natürlich auf gewisse Dinge verzichten, aber ohne großartig Verzicht üben zu müssen, kann man mit 1.000 Euro zu zweit eigentlich relativ weit kommen. Und das ist einfach deutlich billiger, als in irgendeiner Stadt in Deutschland zu leben.